for English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Mein Intro-Tierchen für euch heute eine ganz hübsche melanistische Perleidechse, Timon lepidus. Eben Perleidechsen ja normal so grünlich mit Punkten drauf. Und da gibt es auch diese melanistischen Tiere davon, die ihr hier seht. Wir hatten sie schon in unserer Folge Schwarz geht immer. Wenn ihr euch erinnert, da haben wir die schon gezeigt. Da waren sie noch deutlich kleiner. Jetzt einiges größer, imposanter. Ja, wirklich tolles, hübsches Terrarientier. Für eine Eidechse auch gar nicht so extrem scheu. Also die hat jetzt ein bisschen Herzklopfen, weil ich sie auf der Hand habe. Sieht man, die pumpt ganz schön. Aber der Fluchtinstinkt ist bei denen gar nicht so groß. Wie gesagt, tolle Terrarientiere. Deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Wir haben wieder einen Frag-Stefan-Aufruf gemacht. Da könnt ihr wirklich alles fragen. Ich sehe manchmal, da korrigiert einer den anderen und sagt, ja, aber das ist doch privat oder was weiß ich. Ihr dürft wirklich alles fragen, Geschäft, privat, Tiere. Im Worst Case antworte ich einfach nicht. Ne? Also einer von euch hat gefragt, was verdienst du im Monat? Das sind Dinge, die muss ich hier nicht über YouTube erzählen. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich nicht antworte, aber fragt ruhig alles. Waren wieder tolle Fragen, echt spannende Fragen. Also ich glaube, sie waren diesmal besonders gut dabei. Und die möchte ich euch, oder ein paar, die ich jetzt rausgepickt habe, möchte ich euch beantworten. Ein Großteil kann ich leider nicht beantworten, beziehungsweise manche Fragen tue ich dann auch online in der YouTube-Community direkt beantworten und schreibe einen kurzen Satz dazu. Pflaumenkuchen fragt, wie hoch sind deine Fixkosten im Monat, also Strom, Wasser, Heizung, Personal, und woher beziehst du überall deine Tiere? Ja, Pflaumenkuchen, ich habe für dich extra auf die aktuelle BWA geschaut und du hast mir die Laune verdorben. Die Fixkosten sind tatsächlich im Monat, war jetzt April, den ich genommen habe, aber das ist eigentlich jeden Monat ziemlich gleich, 110.000 Euro, was wir hier Fixkosten haben, ja, also ein bisschen über 100.000 Euro. Hintergrund ist natürlich, wir sind hier circa 15 Mitarbeiter bei M&S Reptilien. Entsprechend ist fast die Hälfte oder rund die Hälfte der Fixkosten sind Lohnkosten, die wir hier haben. Dann haben wir, also was auch eine große Position ist, sind die sogenannten Ausgangsfrachten. Ne? Also durch das, dass wir ja recht viel verschicken, haben wir hohe Portokosten oder auch wenn wir Sendungen kriegen, fallen Frachtkosten an. Also das ist auch mehr wie 1/3 der monatlichen Ausgaben, die wir da dafür ausgeben. Dinge wie Futter und Strom, das sind sogar die kleineren Posten auf dieser Rechnung. Ja, das ist echt interessant. Also Futter haben wir schätzungsweise im Monat knappe 10.000 Euro, was wir hier verfüttern. Im Vergleich zu den 110.000, also runde 10% sind es bloß, ne, wo man eigentlich denken würde, dass das prozentual ein höherer Posten sein sollte. Also so viel zu deiner Frage. Vielleicht hast du dir auch überlegt, na komm, ich mache einen Reptilienhandel auf. Kannst du schon machen, aber du hast tatsächlich relativ hohe Kosten pro Monat. Deine zweite Frage, woher bezieht ihr die Tiere? Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal beantwortet. Wir züchten ja relativ viel selber. Dann kriegen wir auch wirklich sehr viele Tiere von privat, ne? Irgendwelche Privatzüchter, die vielleicht irgendwann mal Tiere bei uns gekauft haben und sich nach ein paar Jahren melden und sagen, du, ich habe ein paar Babys, willst du die kaufen, wo wir abnehmen. Oder aber von Zuchtfarmen aus Argentinien, El Salvador und Afrika. Das sind so die wichtigen Zuchtfarmen, wo wir Tiere bekommen. Ja, das sind so die 3 Quellen, würde ich sagen. Eigene Zucht, private Züchter und diese besagten Zuchtfarmen. Lelo LP fragt, was ist deine Meinung zu den YouTube-Videos, in denen man Menschen mit Königspython in der Öffentlichkeit herumlaufen sieht? Eine Reaktion auf solch ein Video wäre auch ein cooles Video.
Meine Meinung dazu, also ich nehme an, du sprichst jetzt nicht nur speziell irgendeins an, wo jemand mit der Königspython rumläuft, sondern gerade auf YouTube und vor allem Insta, glaube ich, sieht man immer mehr Videos, wo halt einer ein Terrarientier hat und letztens war mal eins, da hat eine Wenger rumgetanzt mit ihren Bartagamen und so weiter und ein Teil der Community regt sich wahnsinnig auf, so von wegen die arme Bartagame muss da bei der damit rumtanzen. Anderer Teil findet es vielleicht unterhaltsam. Ich selber muss sagen, ich finde es weder das eine noch das andere. Ich finde es nicht unterhaltsam, wenn jemand mit seiner Bartagame rumtanzt. Aber ich finde es auch nicht allzu schlimm für die Bartagame, wenn das wirklich in einem normalen Rahmen ist. Ne? Oder wenn einer mit der Schlange rumläuft und das nicht gerade im Winter bei 10 Grad oder bei 0 Grad draußen ist. Also es muss fürs Tier in Ordnung sein. Definitiv ganz wichtig, ne? Die Tiere sind ja nicht unser Spielzeug, sondern sind ein Lebewesen. Es muss fürs Tier in Ordnung sein. Andererseits finde ich es auch nicht schlimm. Wir leben in dieser Social-Media-Zeit. Wir können nicht einerseits Insta verteufeln, aber den ganzen Tag auf Instagram hängen und uns das angucken. Ne? Also die Leute zeigen das ja nur, weil jede Menge Leute da sitzen und sich das anschauen. Also von dem her, wie gesagt, wenn es für die Tiere okay ist, finde ich es nicht schlimm. Ich selber brauche das jetzt nicht oder ich werde auch nicht in Zukunft anfangen, hier mit irgendwelchen Schlangen zu tanzen, zu hantieren. Aber letztendlich, wenn ich hier irgendwelche Tiere zeige oder Intro-Tierchen zeige, dann tue ich natürlich auch das Tier irgendwo für meine Zwecke in Anführungsstrich missbrauchen oder vor die Kamera halten. Also dem Tier muss es gut gehen, dann ist es okay. Alexander Adler fragt, gibt es noch bestimmte Sachen oder Tricks in Bezug auf Köpis, die du noch nicht in deinem Video erzählt hast? Also zur Haltung, zur Pflege oder zur Zucht. Und der Fabi Kabi eine ähnliche Frage. Wenn man mal züchten will, auf was muss man achten? Ja, Alexander und Fabi, also die Fragen sind relativ ähnlich, deswegen will ich sie zusammenfassen. Fabi, du sagst, auf was muss man achten? Achten muss man darauf, dass man die Tiere gut hält. Das Klima muss stimmen und man muss genügend füttern. Ne? Also man darf nicht, jetzt gerade bei den Schlangen, diese Woche fütter ich mal nicht, mache ich nächste Woche und so weiter. Das Füttern ist wichtig, wenn die Weibchen nicht dick sind und genügend Fettreserven haben, dann tun sie sich nicht reproduzieren. Ne? Das heißt nicht, dass ich die überfütter oder mäste, aber ich muss sie ausreichend füttern. Und Alexander, das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit den Füttern, das ist auch kein Geheimnis. Und ich muss dich enttäuschen, es gibt wirklich keine Tricks und Kniffe, die ich nicht hier erzähle. Also ihr könnt echt sicher sein, in diesem Reptil TV, ich erzähle alles, was ich weiß. Wenn ich ein Thema habe, dann will ich das Thema bestmöglich erzählen, will vor euch zeigen, was ich denn alles Tolles weiß sozusagen. Und halt damit nichts hinterm Berg. Da gibt es echt keine Geheimnisse, wo ich sage, naja, das erzähle ich nicht, sonst kann es ja jeder. Das ist definitiv nicht so. Oder die Bücher, oder, die ich veröffentlicht habe, oder irgendwelche in Zeitschriften, irgendwelche Berichte, die ich veröffentlicht habe, da schreibe ich alles rein, was ich weiß. Ich halte mit nichts hinterm Berg, macht für mich keinen Sinn. Mein Producer hier, der Flo, fragt, Stefan, frag mal die Leute, ob sie alle den Kanal abonniert haben, ob sie einen Daumen hoch gelassen haben und ob sie nicht Lust haben, irgendwas zu kommentieren. Ja, Flo, das finde ich eine super Frage und möchte ich gleich an die Community weitergeben. Also bitte Daumen hoch, Channel abonnieren und in den Kommentaren gern mit uns reden, diskutieren, Feedback geben, da freuen wir uns drauf. Der Basti. Wenn ein Reptil Eier im Terrarium legt, könnte man diese einfach liegen lassen und dem Reptil die Brutarbeit sozusagen überlassen. In der Regel geht es nicht in der Terroristik, weil das Mikroklima sozusagen im Terrarium doch nicht so perfekt ist wie in der Natur. In der Natur, wenn ein Tier Eier legt, die sucht wirklich genau tagelang genau den Platz mit genau der richtigen Temperatur, genau die richtige Feuchte und da legt das Reptil seine Eier ab. Ich habe zwar im Terrarium schon das richtige Klima und auch die einigermaßen bestmögliche Luftfeuchtigkeit, aber es wird nie ganz so perfekt sein, wie das Tier, wie gesagt, sich in der Natur aussucht. Die Erfahrung zeigt, wenn ich es im Terrarium einfach lasse, die Eier, und manche Terrarientiere wie jetzt Königspython bebrütet ja sogar die Eier, aber selbst dann ist die Schlupfrate
deutlich geringer, wie wenn ich die Eier in einen Inkubator mache. Ne? Das ist definitiv immer die bessere Methode. Deswegen würde ich einfach dazu raten, nehmt die Eier raus, macht es in den Inkubator. Die Chancen, dass aus allen Eiern was schlüpft, ist einfach größer. Benjamin Knieriemen. By the way, eure Namen sind echt immer witzig da drin. Hey, mich würde interessieren, wie es mit der Züchtung der schwarzen Balls vorangeht oder da schon Tiere gibt. Wenn ja, kann man diese bei dir käuflich erwerben? Bewegen die sich preislich? Noch eine Frage, kann man sich bei euch im Geschäft die Tiere, die online zu erwerben sind, im Hause direkt anschauen oder sind da nicht alle in den Verkaufsräumen zu sehen? Gruß, Benny. Ja, Benny, tolle Frage, freut mich aus dem Grund, weil mir das auch gerade, wie du wahrscheinlich weißt, echt Spaß macht mit den Black. Hintergrund vielleicht für die, die es nicht wissen, es gibt ja schon einige schwarze Königspythonmorphen, Super Cinnamon, Super Black Pastel. Das Problem ist, dass die genetisch oft Wirbelsäulenverkrümmungen haben. Ne? Und schwarze Schlangen sind immer toll, jeder probiert, oder nicht jeder, aber viele probieren schwarze Schlangen zu züchten und das Ganze soll aber natürlich total gesund und perfekt sein. Und im Moment ist man da auf einigen guten Wegen, sei es mit Copper, sei es mit Mahogany, beziehungsweise wir haben deswegen jetzt dieses Tier, wir haben auch im letzten Jahr ein Black Ball aus Afrika bekommen, mit dem wir gezüchtet haben. Da ist dieses Tier, also das ist ein Blackhead mit unserem Afrika Black Gen, haben wir letztes Jahr gezüchtet. Das ist ein Männchen, den wir jetzt dieses Jahr auch für die Zucht schon verwenden konnten, wo wir weiter probieren, wie ganz schwarz wird es. Ich könnte mir gut vorstellen, dieses Black, wenn ich das als Super Black sozusagen habe, also Black mit Black wieder verpaare oder wenn ich es vielleicht auch in die Copper reinmache oder in die Mahogany reinmache, dass ich vielleicht ganz schwarze Tiere kriege. Also wir sind da auf einem guten Weg. Bin mal gespannt, ob dieses Jahr die ersten pechschwarzen Tiere schon kommen oder vielleicht brauchen wir noch eine Saison länger. Ihr werdet es erfahren, schaut immer fleißig Reptil TV. Da werden natürlich auch wieder dieses Jahr Brutraum-News und sowas kommen. Und dann werden wir das natürlich zeigen und berichten. Also von dem her Reptil TV abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und Benny, ich hoffe, ich konnte deine Frage oder beziehungsweise ich kann sie nur so weit beantworten, dass ich auf einem guten Weg bin und schauen wir, was die Saison bringt. Andreas K. fragt, was sagst du dazu, dass manche Leute sagen, dass man Tiere nicht halten soll oder nicht in Zoos gehen soll, da dies nur Tierquälerei ist, da man so etwas nicht unterstützen soll, sondern einfach an eine andere Organisation unterstützen soll? Ja, Andreas, ich denke, die Organisationen, die sowas sagen, die sagen das so nach dem Motto, geht nicht in Zoos und spendet euer Geld an Peter oder was weiß ich was. Also ich finde es fatal und völliger Quatsch. Ne? Also Tiere halten, Punkt 1, ich glaube, der Mensch wird immer Haustiere haben. Das wird sich auch die nächsten 100 oder hunderte Jahre nicht ändern. Und der Mensch hatte schon immer Haustiere. Und nicht nur unsere westliche, reiche Gesellschaft hat Haustiere, sondern egal, wenn ihr im tiefsten Amazonas irgendein abgeschiedenes Indianervolk trefft, oder wenn man dorthin geht, was man nicht kann, aber man weiß das, selbst die halten sich Haustiere, ne? Sei es jetzt irgendein Äffchen oder eine Schildkröte, oder weiß der Herrgott. Ne? Also selbst in so durch die Wohlstandsgesellschaft verseuchten Zivilisationen, selbst da hält man sich Haustiere. Ne? Also das ist für mich ein Zeichen, dass das der Mensch einfach macht und das im Mensch drinsteckt und da auch nichts Schlechtes dran ist, weil man natürlich auch das Tier, also nicht weil man, sondern man muss das natürlich gut und artgerecht halten, ganz klar. Ne? Und was dem Ganzen noch den Deckel aufsetzt, meiner Meinung nach, ist, wenn man sagt, man soll nicht in Zoos gehen. Also Zoos leisten zum einen wichtige Beiträge zum Artenschutz, das weiß man, was weiß ich, Stichwort Panda-Bären jetzt als Beispiel, aber es gibt noch massig andere Stichwörter, wo Tiere in Zoos vermehrt werden, die in der Natur schon ausgestorben sind. Aber auch den Beitrag, dass eben Menschen oder Familien hingehen, die Tiere sehen, kennenlernen. Und ich denke, nur das, was man kennt, schätzt man auch. Ne? Wenn wir eine Gesellschaft haben, die wirklich sozusagen ohne Tiere aufwächst oder nur noch Tiere vielleicht vom Fernsehen kennt oder vom Handy oder vom Computer,
Ich glaube nicht, dass so eine Gesellschaft irgendeinen großartigen Beitrag zum Artenschutz oder zum Erhalt der Umwelt leistet. Ne? Also das sind dann nur noch irgendwelche Robotermenschen, die in irgendeiner künstlichen Welt leben, meiner Meinung nach, und somit auch keinen Grund haben, die Natur oder Tiere zu schützen. Also schon allein deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man Kontakt mit Tieren hat, sei es in Zoos, sei es in privater Haltung, halte ich für ganz wichtig. Und ich finde es, wie gesagt, eine Katastrophe, wenn ich sehe, dass es Organisationen gibt, die den Mensch dieses Recht absprechen wollen. Momak fragt, ist Charlie gestorben? Ja, Momak, das hast du leider gut beobachtet. Den Charlie gibt es tatsächlich nicht mehr. Ist schon ungefähr vor 2 Jahren gestorben. Ich hatte den Charlie runde 30 Jahre, also by the way, Charlie war ein Krokodil, das ich hier hatte. Gibt es eine extra Folge drüber, wer das nicht weiß, gern mal in die Charlie-Folge reinschauen. Ich hatte den Charlie rund 30 Jahre, habe den als adultes Tier bekommen, war damals von dem Dr. Brock, der so wegen der deutsche Krokodilpapst war. Der hat den mir damals überlassen, wie gesagt, schon als adultes Tier. Der war als Leihgabe in einem Zoo hier in Süddeutschland. Und der Zoo, die wollten den Platz für was anderes. Dann kam der zu mir und dann war der runde 30 Jahre bei mir. Was ich damit sagen will, das Tier war letztendlich so 50 bis 60 Jahre alt. Ich denke, er war leider einfach an seinem Lebensende angelangt und ist einfach ja, mehr oder weniger an Altersschwäche gestorben. Aber echt schade, wie gesagt, 30 Jahre lang hatte ich dieses tolle, imposante Krokodil hier und schade, dass er nicht mehr da ist. Fire Pro hat eine aktuelle weltpolitische Frage. Wie stehst du zum Ukraine-Krieg und auf welcher Seite bist du? Lieben Gruß, tolle Videos. Bei der Frage hatte ich erst gedacht, naja, die tue ich hier nicht vor der Kamera beantworten. Das hat ja mit unserem Hobby nichts zu tun. Habe mich dann aber recht schnell anders entschlossen. Zum einen, frag Stefan, haben wir gesagt, man kann alles fragen. Und zum anderen ist ja eigentlich ein total aktuelles, wichtiges und schlimmes Thema. Vorneweg, ich bin ein christlich erzogener, an Gott glaubender Mensch. Habe ich schon öfters mich dazu geäußert, wer das noch nicht wusste. Als Christ betet man auch mehr oder weniger regelmäßig und seit meiner Kindheit ist wirklich ein Teil meines Beten und Bitten, dass es keine Kriege gibt, weder bei uns noch irgendwo anders auf der Welt. Ich glaube, Krieg ist somit das Schlimmste, was es auf dieser Welt geben kann. Ne? Egal, was heißt egal? Wenn es einen selber betrifft, ist natürlich noch viel schlimmer. Wenn es die Nachbarn sind oder wenn es eben andere Menschen auf der Welt sind oder auch wenn es in Afrika ist oder aktuell im Jemen ist oder wo immer es Kriege gibt. Es ist einfach abarts schlimm, abarts barbarisch. Es sollte nicht sein, es dürfte nicht sein. Und letztendlich sind es irgendwelche in der Regel reichen Politiker, die meinen jetzt da irgendwelche Kriege führen zu müssen. Die Leidtragenden sind die Soldaten oder die zivile Bevölkerung, die tagtäglich Angst haben muss, sich tagtäglich Sorgen machen muss oder womöglich ihr Leben verliert oder ihren Mann, ihr Kind, ihren Vater, was weiß ich was verlieren. Ich finde es furchtbar schlimm. Die Sache in der Ukraine ist genauso schlimm. Es gibt keinerlei Berechtigung für ein Land oder ein anderes Land anzugreifen. Da gibt es keine Begründung dafür. Ne? Man sieht ja im Internet irgendwas, ja, aber und eigentlich und bla bla bla. Meiner Meinung nach, da gibt es kein Ja, aber, da gibt es kein bla bla bla. Es gibt einfach kein Recht dafür. Ich hoffe wirklich schwer, dass dieser Krieg aufhört, dass jeder sich in sein Land zurückzieht, wo er hingehört, meiner Meinung nach. Weil es einfach keine Berechtigung dafür gibt. Unsere Situation in Deutschland ist meiner Meinung nach annähernd perfekt. Ne? Perfekt ist nie was, aber sie ist wirklich annähernd perfekt. Wir haben hier eine stabile Demokratie in Deutschland, wir haben Pressefreiheit, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Reisefreiheit, wir haben eigentlich
was dies betrifft, wirklich alles, was wir uns wünschen können. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, allein die Meinungsfreiheit, ne? Also wenn ich hier hingehe und sage, unsere Politiker sind alles die letzten Dumpfbacken und was weiß ich was, da kann ich in Berlin auf die Straßenkreuzung stehen und kann das rausschreien. Da wird mir nichts passieren. Ne? Also sagen wir, wenn ich beleidigend werde mit Schimpfwörtern gegen eine Person, dann kriege ich vielleicht einen Strafzettel, aber mehr passiert mir nicht. Also das sehe ich als Freiheit an, was wir in unserem Land haben. Andere Länder, auch die jetzt in den Krieg verwickelt sind, haben diese Meinungsfreiheit nicht. Die haben keine Pressefreiheit. Die Konsequenz daraus ist, dass viele Leute ihre Meinung übers Internet bilden. Ne? Also man guckt Sachen wie jetzt YouTube, Instagram, was weiß ich, Telegram, Facebook, was es alles für Kanäle gibt. Und da passiert auch ganz viel Schlechtes. Da gibt es Fake News, da gibt es falsche Wahrheiten, da wird natürlich versucht, die Menschen in irgendeine Richtung zu manipulieren. Ja? Deswegen, oder wie will jemand, der seine Meinung aus den Social Medias bezieht, da frage ich mich, woher will der wissen, ob jetzt das die Wahrheit ist, was der mir sagt, oder ob das alles fake ist, ob das gelogen ist. Ne? Ich meine, es gibt natürlich tausende Beweise, wo man hinterher zeigt, nee, das war alles gelogen, hat alles nicht gestimmt. Aber viele User nehmen ihre Informationen und hinterfragen es nicht. Ne? Ich für mich nehme meine Information in der Regel aus einer Tagesschau oder einer Tageszeitung, Südkurier in meinem Fall, den ich lese, oder aus einem Heute-Journal oder sowas. Jetzt werden einige von euch sagen, oh, aber die erzählen ja auch Mist und was weiß ich was und so weiter. Ich gebe euch recht, auch in der Tagesschau kommt mal Mist oder in einem Heute-Journal oder auch in meiner Tageszeitung. Aber im Großen und Ganzen, also ich bin jetzt gute 50 Jahre alt, ich konnte mich die letzten Jahrzehnte darauf verlassen. Ich habe eigentlich nie erlebt, dass ich ganz grob belogen wurde, ne, von den öffentlich-rechtlichen Medien, die wir hier in Deutschland haben. Ne. Da gibt es natürlich auch mal Skandale, aber auch die werden aufgedeckt. Dann gibt es einen anderen Journalist, der hinterfragt es ja, was dieser Journalist gemacht hat. Ne, und der deckt es dann auf und sagt, der hat doch gelogen oder sowas. Meiner Meinung nach haben wir eine tolle Pressefreiheit hier und eine tolle Presse hier. Und wie gesagt, wir können uns stark darauf verlassen. Ne? Immer wichtig, Dinge zu hinterfragen, zu sagen, naja, aber ist es wirklich so? Oder natürlich hat da unsere Presse versucht, Kleinweg-Meinungen zu bilden oder die Mainstream-Meinung zu bilden. Aber im Großen und Ganzen werden wir von unserer Presse, behaupte ich, und dazu stehe ich, nicht gnadenlos angelogen. Und daraus nehme ich mir meine Meinung. Und wie gesagt, ich glaube, da sind wir in einer guten Situation. Und wenn ich mir diese Informationen nehme, dann muss ich natürlich sagen, nein, es gibt, wie gesagt, überhaupt kein Recht für diesen Krieg. Und meiner Meinung nach gibt es auch kein Recht, irgendeinen Autokorso zu fahren und im Autokorso die russische Fahne rauszuhalten hier in Deutschland und somit hier eine Sympathie zu bekunden für die angreifende Seite. Ne? Also das finde ich auch fatal. Und da denke ich mir, also wenn du das so sympathisch findest, dann bitte geh in das Land und bekünde deine Sympathie in dem Land oder in Russland selber, aber doch nicht hier in Deutschland wie gesagt, etwas zu unterstützen, was nicht sein darf und was kein Recht und keine Grundlage hat. So viel zu euren Fragen, war alles dabei, Terroristik und auch Politik, lang und ausgiebig. Entschuldigt mir, wenn ich da ein wenig ins Labern kam. Danke für eure Fragen, bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal. Check my balls.